Heute schauen wir uns mal ein wirklich faszinierendes, aber vielleicht nicht ganz so bekanntes Konzept aus der biblischen Prophetie an. Die Rolle des sogenannten Smyrna-Arbeiters. Worum geht es da genau? Tja, lasst uns das mal Schritt für Schritt aufschlüsseln. Also, um das Ganze zu verstehen, müssen wir uns erstmal ein ziemlich dramatisches Szenario vorstellen, das sozusagen die Bühne für alles Weitere bereitet. Wir reden hier von der sogenannten Vorentrückung, den Moment, in dem Millionen von Gläubigen einfach so plötzlich von der Erde verschwinden. Stellt euch das mal vor. Die Welt versinkt im Chaos. Und das wirft natürlich eine riesige Frage auf. Was ist mit all den Leuten, die noch da sind? Sind die einfach übrig geblieben? War das alles nur ein Zufall? Naja, laut dieser speziellen Auslegung lautet die Antwort ganz klar nein, das war kein Zufall. Und genau hier wird es interessant, denn das bringt uns zu einer ganz besonderen Gruppe von Menschen, die ganz bewusst für ein einzigartiges Schicksal auserwählt wurde. Diese Leute sind also nicht einfach die, die es nicht geschafft haben, ganz im Gegenteil. Sie werden als ein ganz bewusst ausgewählter Überrest gesehen. Und ihre Aufgabe, ihr Zweck, ist glasklar definiert. Sie sind sozusagen auserwählte Diener, die genau dann auf der Erde bleiben sollen, wenn es am düstersten wird. In der ersten, echt turbulenten Phase der Drangsal. Sie haben eine ganz entscheidende Aufgabe. Um ihren Charakter zu verstehen, werden oft starke biblische Vergleiche herangezogen. Man nennt sie zum Beispiel die Elijah-Kompanie, weil sie genau wie Elia den Weg vorbereiten sollen. Und wie Priscilla und Aquila, von denen es heißt, sie hätten ihren Hals hingehalten, sind auch sie bereit, wirklich alles für ihre Mission zu riskieren. Diese Opferbereitschaft, die steckt von Anfang an in ihrer DNA, sozusagen. Okay, aber jetzt mal ehrlich, wie bereitet man sich auf so eine, monumentale Aufgabe vor? Die Antwort in diesen Quellen ist ziemlich eindeutig. Nicht durch menschliches Training, sondern durch eine super intensive 50-tägige Phase der göttlichen Vorbereitung. Und dieser Plan ist wirklich extrem strukturiert. Schaut mal, das Ganze beginnt direkt nach dem Verschwinden, am 8. Tag. Dann gibt es 40 Tage, in denen sie direkt vom Herrn unterrichtet werden. Und am Ende dieser 50 Tage steht eine unglaublich kraftvolle Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Man nennt das auch Apostelgeschichte 2.0. Das ist quasi ihre finale Befähigung für alles, was kommt. Und das ist wirklich der springende Punkt. Das müssen wir uns klar machen. Ihre Vorbereitung kommt nicht von irgendeinem menschlichen Lehrer. Nein, das ist eine direkte, eine übernatürliche Ausrüstung durch den Herrn persönlich. Er erklärt ihnen die Schriften. Er zündet ihre Kerze an, gibt ihnen also sein Licht für die kommende Dunkelheit. Er macht sie quasi persönlich fit für diese Mission. Okay, jetzt sind sie also voll ausgerüstet, voll vorbereitet. Und dann geht's los. Ihre Mission beginnt in dieser ersten, heftigen Phase der Drangsal, die man auch als die Zeit der Siegelgerichte kennt. Und was sind ihre Aufgaben? Zuerst einmal aufwecken. Sie sollen die Menschen, die in geistlicher Finsternis zurückgelassen wurden, wachrütteln. Dann sammeln. Ihre Arbeit soll eine riesige Ernte an Seelen einbringen, die große Schar. Ganz wichtig auch, warnen. Sie warnen die Leute aktiv davor, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. Und schließlich Zeugnis ablegen, und zwar durch krasse, größere Werke, also Wunder und Zeichen. Ihre Mission ist also klar, sie ist aktiv und, man muss es so sagen, extrem riskant. Dieses Bild vom Weizenkorn bringt es eigentlich perfekt auf den Punkt. Sie müssen bereit sein zu sterben, um am Ende viel Frucht hervorzubringen. Das ist eine ziemlich deutliche Vorahnung, wie gefährlich dieser Dienst sein wird. Und dieser Dienst hat, wie wir schon ahnen, einen extrem hohen Preis. Aber auf der anderen Seite steht das Versprechen einer unfassbaren, ewigen Belohnung. Schaut euch mal diesen Kontrast an. Auf der einen Seite Verrat durch die eigene Familie, Gefangenschaft und sogar der Märtyrertod durch Enthauptung. Und auf der anderen Seite die Teilnahme an der ersten Auferstehung, keine Macht des zweiten Todes über sie und sie dürfen mit Christus als Priester und Könige herrschen. Das macht klar, ihr Opfer wird hier nicht als Niederlage gesehen, sondern als der ultimative Weg zum Sieg. Was bleibt also am Ende? Das Konzept des Smyrna-Arbeiters zeichnet das Bild einer ganz speziell auserwählten Gruppe. Ihre Geschichte ist geprägt von Pflicht, von aufopfernder Liebe und das alles mitten im absoluten Chaos. Und das lässt uns mit einer spannenden Frage zurück. Sehen wir hier nur eine Geschichte über ultimativen Opfermut oder ist das vielleicht doch ein prophetischer Wegweiser für die Gläubigen?